Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und darf heute wieder mal einen der Community-Partner des Podcasts vorstellen. Und zwar dem Arbeitskreis für Softwarequalität und Fortbildung, kurz ASQF. Den gibt es schon seit fast 30 Jahren und ist ein Fixpunkt der deutschsprachigen Tester-Community. Ich habe mit Felix Winter über den ASQF gesprochen. Felix ist seit vielen Jahren im ASQF in diversen Rollen tätig und nimmt uns mit auf die Reise, wie der ASQF entstanden ist, welche Highlights es gab, was er heute anbietet und warum es für euch auch spannend sein könnte, hier Mitglied zu werden und in dieses Netzwerk mit einzusteigen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Richie, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber schon sehr lange. Es dürften schätzungsweise 20 Jahre sein. Wahnsinn, ja, da waren wir noch beide jung und schön und jetzt sind wir nur mehr schön. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das schon ein paar Jährchen her. Und und wir haben heute so ein bisschen eine Spezialfolge im Podcast, weil es heute um ein Thema geht, das quasi einer der großen und auch, sagen wir unter Anführungszeichen, sehr alten Community-Partner des Podcasts auch mitdrehen soll, nämlich dem ASQF. Und das finde ich mal schön, dass wir dem auch mal hier so ein bisschen die Plattform geben können, weil der ASQF, der ist schon, sagen wir, so lange im Softwarequalitätsumfeld in Deutschland aktiv, und nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum, dass da schon, da ist ja mal wichtig, dass man da mal herzeigt, was da eigentlich so alles passiert und wie es dahin kommt. Ja. Genau, und da soll es heute ein bisschen darum gehen und ich starte einfach mal rein. Wenn du jetzt mal in deinen Worten beschreiben solltest, was macht denn der ASQF oder was ist denn das eigentlich? Ja, ich glaube, das Wichtigste beim ASQF ist, und das ist auch das, was uns beide ja schon verbindet, hier ist, der ASQF verbindet Menschen, und zwar Menschen, die sich mit dem Thema Softwarequalität auseinandersetzen, mit Qualitätssicherung in der Softwareentwicklung und einfach dafür Sorge tragen wollen, dass Software am Ende des Tages gut und sicher ist. Und wir bringen Menschen zusammen im ASQF. Schau auf uns, vor 20 Jahren haben wir uns im Rahmen irgendeiner Veranstaltung, die der ASQF ausgerichtet hat, glaube ich, erstmalig kennengelernt. Und das ist nach wie vor, glaube ich, die Haupt-USP des ASQF. Wir vernetzen Menschen und bieten da eine gute Plattform, sich auch langfristig zu treffen, wiederzusehen und weiterzuentwickeln. Ja, sehr schön. Da kommen wir dann später auch nochmal vielleicht ein bisschen zu diesen ganzen Events und Veranstaltungen, was ihr da auch so macht. Aber lass uns mal noch ein bisschen noch in die Historie schauen. Ich habe gesagt, den gibt es schon relativ lang. Wie kam denn das alles zustande? Wo kommt denn der her, sozusagen? Ja, der ASQF, heute heißt der ja Arbeitskreis Softwarequalität und Fortbildung, aber ist ein fränkisches Kind, also mitten aus dem Herzen der Region, wo auch MP3 erfunden wurde, also aus Erlangen, kommt der ASQF, gegründet auf Basis einer europäischen Initiative, und zwar der SPT-Initiative, ausgesprochen kompliziert, European Software Process Improvement Training Initiative, SPT, 1996 gegründet, eben als erstes Netzwerk, wo sich Softwerker hier aus der Region treffen sollten und wollten, um dem, ich sag mal, mehr oder weniger neuen Thema Softwarequalität da ein Netzwerk aufzubauen, sich zu treffen, zu pflegen und den Austausch zu pflegen und sich Gedanken zu machen, wie man das vielleicht auch weiterentwickeln kann und warum Softwarequalität eine wichtige Rolle spielt. Also jetzt im nächsten Jahr dann 30 Jahre ASQF, ja. Wow, das ist ja schon sozusagen, fast schon Vintage. Ja, Vintage, aber fast schon ein H-Kennzeichen, oder? Ja, genau. Ja, 30 Jahre, das ist ja schon echt auch eine Menge. Und ASQF, der ist ja ein Verein, ne? Oder? Ja, also der ASQF in seiner Reinform ist ein Verein, eingetragener Verein, gemeinnützig, das ist vielleicht auch interessant in der Historie, aber einer Tochtergesellschaft, beziehungsweise initial hatten der ASQF sogar 2 Tochtergesellschaften. Das eine war die ASQF GmbH, die originär dazu da war, Veranstaltungen und Konferenzen zu organisieren, und das andere dann
2004 dann schon gegründet. Das International Software Quality Institute, wo der ASQF nach wie vor einer der Gesellschafter ist. Aber das dürfte ja auch den meisten Leuten, die den Podcast hören, Begriff sein. Wer weiß. Auf jeden Fall jetzt. Und es gab ja auch quasi ja schon mal frühzeitig ja auch da auch Berührungspunkte mit dem ISTQB, ne? Ja, die Berührungspunkte mit dem ISTQB rühren eigentlich daher, dass man relativ schnell in dieser Gründungsphase des ASQF und dann den ersten Jahren des Wirkens festgestellt hat, dass es doch gut wäre, wenn man ja eine Weiterbildung hätte in dem Bereich Softwarequalitätssicherung und man sich dann relativ schnell eben Gedanken gemacht hat, was gäbe es da, und dann durchaus der Nährboden war, um den jetzt bekannten Certified Tester Foundation Level, den es weltweit gibt, eben aus Deutschland oder in Deutschland heraus zu entwickeln, dort das GTB auch entsprechend zu fördern. Also das GTB ist tatsächlich dann eine Ausgründung ist vielleicht falsch, aber hatte seinen Anfang auch im ASQF, dort in der Fachgruppe Software-Tests. Und das ist, glaube ich, auch die prägende Thematik, diese Weiterbildung und dann auch die standardisierte, zertifizierte Weiterbildung in dem Bereich Softwarequalität. Das hat den ASQF sehr geprägt und das Miteinander mit anderen Verbänden und Institutionen. Mhm. Wenn wir jetzt heute auf dem ASQF schauen, wie groß ist er denn oder wie ist denn der jetzt gerade so strukturiert auch? Ja, als Verein sind wir offen für viele Personen. Wir sind derzeit etwas über 1000 Mitglieder nach wie vor, vertreten aber um die 15.000 Personen, die in den Mitgliedsfirmen entsprechend auch eine Mitgliedschaft des ASQF mit innehaben. Das sind Global Player, die beim ASQF Mitglied sind, Mittelständler, Start-ups, aber eben auch Privatpersonen, die sich dort engagieren können. Wir haben auch eine studentische Mitgliedschaft, wir haben eine Fördermitgliedschaft und wenn man ein Zertifikat ablegt beim ISKI oder dergleichen, ein ISTQB-Zertifikat, dann hat man auch die Möglichkeit, ein Jahr lang kostenlos Schnuppermitglied zu sein. Ah, okay, dann kann man mal reinschauen in das Ganze, ohne sich gleich zu binden, sozusagen. Genau. Ja. Jetzt, sagen wir, das ist ja auch eine ganze Menge Mitglieder, die er quasi da ja auch über die Jahre mit aufgebaut hat. Ich meine, das ist jetzt der Softwarequalitätsbereich jetzt ja auch nicht so sagen wir mal, das breitbandigste überhaupt, sondern das ist schon unsere kleine Bubble hier. Und es ist ja schön, dass ihr da auch so viele Mitglieder habt. Und da fragt man sich natürlich, was habe ich denn als Mitglied davon, wenn ich beim ASQF bin? Naja, als allererstes, es bleibt, wie vorhin schon erwähnt, Richie, das persönliche Netzwerk. Also die Leute, die sich im ASQF tummeln, kennen sich inzwischen über Jahre, Jahrzehnte und entwickeln auch, die Arbeit weiter, entwickeln sich selber weiter, entwickeln die Standards weiter und wirklich dieses persönliche Miteinander ist das A und O und es ist immer offen für neue Leute, die in dieses Netzwerk reinkommen. Also man wird hier sehr schnell integriert, hat sehr schnell die Möglichkeit, auch auf einem, Low-Level sich in die Community einzuarbeiten, die ersten Kontakte zu knüpfen und dann auch schauen, wo kann ich mich denn hin entwickeln, auch in dieser interessanten Branche Software-Qualitätssicherung. Es ist ja nicht nur alles Testen, ne? Es ist ja, und Testen ist ja nicht nur eine Sache, sondern da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist mit Sicherheit das A und O beim ASQF, dass wir da ein Netzwerk haben. Und dieses Netzwerk bietet natürlich ganz viel Wissen an. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt fast 30 Jahre ASQF, hat sich in diesen 30 Jahren auch enorm viel Wissen aufgebaut. Und als Mitglied habe ich die Möglichkeit, in diese Datenbank reinzuschnuppern und dort alle möglichen Fachbeiträge, die es denn im Rahmen des ASQF gibt, auch nachzulesen und mich dort dann weiterzubilden. Ich glaube, das ist ein großes Plus. Und ansonsten haben wir wirklich relativ viele Partnerschaften mit Veranstaltungen. Ein Thema ist ja wirklich vom ASQF oder das zentrale Thema, bildet euch weiter im Bereich Qualitätssicherung, bildet euch weiter im Bereich Software Engineering. Und das bedeutet auf Konferenzen gehen beispielsweise. Und hier hat der ASQF viele Partner, sodass man da doch das eine oder andere Mal mit einem etwas günstigeren Beitrag an so einer Konferenz teilnehmen kann. Oder aber an so einer eigenen ASQF-Veranstaltung. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil sich das in zwei Bereiche teilt. Wir haben einmal eben die sogenannten Fachgruppentreffen. Also der ASQF hat sein Thema, das er bearbeitet, in verschiedene Fachgruppen unterteilt. Ich glaube, aktuell sind es 9 Stück.
also Fachgruppen vom Thema Software-Test über dann branchenspezifische Themen wie Qualitätssicherung im Bereich Medizintechnik. Wir haben Automotive-Fachgruppe, die ganz spezifisch drauf guckt, wie funktioniert denn Qualitätssicherung für Automobile. Und da gibt's verschiedene Bereiche, Branchen oder Regionen, wo wir uns dann treffen. Und ich glaube, ein zentraler Punkt, eben die Fachgruppen treffen. Das war, ich sag mal, in der Vor-Corona-Zeit eine tolle Möglichkeit, bei einem Brötchen, bei einer Semmel und dann vielleicht auch das ein oder andere Mal mit einem Bier sich zu treffen und über Softwarequalität zu fachsimpeln. Wie automatisieren wir denn jetzt? Wie testen wir manuell vielleicht? Ja, was gibt's vielleicht in der Automotive-Branche zu beachten, was in der Medizintechnik anders ist? Das ist sicherlich der eine Bereich und da kann ich sowohl als Mitglied als auch als Nichtmitglied teilnehmen. Und das andere ist, dass wir schon immer auch große und kleine Konferenzen organisiert haben, an denen man dann als Mitglied auch kostenlos teilnehmen kann. Das ist beispielsweise sowas Spannendes wie der Rhein-Main Testing Day, eine Veranstaltung, die jetzt dann am 19. August wieder in Frankfurt stattfindet. Wir haben immer eine große Quality Night, beispielsweise in Berlin, wo sich die Branche trifft, oder aber den Quality Day beziehungsweise den Testing Day Franken, wo wir bis zu 220 Leute mal an der Spitze hatten, die wirklich sich mit dem Thema Qualitätssicherung ausgetauscht haben, branchenübergreifend, und das sind tolle Veranstaltungen. Und als Mitglied kann ich da kostenlos daran teilnehmen. Ja, ich meine, das ist natürlich auch super spannend, weil ich ja, sag mal, was man manchmal auch für Konferenztickets, die kosten ja auch gut Geld, ne? Und hier habe ich die Möglichkeit, quasi für einen überschaubaren Preis als Mitglied dann einfach auch diese ganzen Angebote da zu nutzen, ne? Und also ich war ja selber jetzt auch da in NRW auf dem Tag mit dabei, und das fand ich auch klasse, weil man da einfach so große Truppe, spannende Vorträge, viel unterschiedlicher Input und dann noch ein paar leckere Häppchen dazu. Dann ist der Tag auch schön rund, ne? Ja. Naja, und nur wenn du sagst, dass du auch natürlich unterstützt die Fachgruppe mit deinem Wissen. ASQF entwickelt sich natürlich auch weiter. Dann in der Corona-Phase mussten wir gucken, wie kriegen wir die Community zusammen. Und dann hat der ASQF und das Team, was da dahinter steht, relativ schnell die ASQF Net Week ins Leben gerufen und da auch hervorragend gehostet. Und dieses Jahr warst du ja, glaube ich, sogar unser Eröffnungsvortrag. Und das ist natürlich auch spannend, wo die Kollegen und die Community eine ganze Woche lang online verschiedene Themenbereiche zusammensammelt und dort zum Thema Qualitätssicherung sich austauscht. Mhm. Ja, und es ist auch ein schöner Mix zwischen quasi Präsenzveranstaltungen und Online-Veranstaltungen, ne, dass man da einfach auch beide Formate hat und mittlerweile gut nutzen kann. Ja. Aber wichtig, wenn ich da kurz nochmal eingrätschen kann, ist, wir sind angewiesen auf die aktive Mitarbeit von den Wissensträgern da außen, also von den Leuten, die sich tagtäglich in welcher Form auch immer mit Softwarequalitätssicherung beschäftigen. Wir brauchen da den Input. Wir brauchen Leute, die aktiv mitarbeiten und die Spaß daran haben. Ich glaube, der ASQF bietet zum einen wirklich eine tolle Möglichkeit, auch in jungen Jahren oder in frühen Karrierephasen schon Vorträge zu halten, dort auch einfach mal probieren, wie funktioniert denn das, wenn ich vor 20, 30 Leuten mal einen Vortrag halte, wie kann ich denn mein Thema ausarbeiten, ohne dass ich jetzt vielleicht schon direkt auf einer großen Konferenz vor 80, 90, 300 Leuten spreche. Und da lade ich wirklich jeden ein, der ein spannendes Thema hat, auf dem ASQF zuzugehen und sich da zu platzieren. Also das ist, glaube ich, eine super Möglichkeit. Ich kann mich auch erinnern, wie wir damals die Fachgruppe, da hatte ich noch in Dresden gelebt, da hatten wir die Fachgruppe Sachsen auch mit ins Leben gerufen, und das war schon ganz spannend, da mal auch zum einen mal die unterschiedlichsten Player zusammenbringen, die man gar nicht so sonst kennt, weil die ist auf der Straße, sieht man die ja sehr selten oder trifft man sich nicht so, du bist auch aus dem Bereich, ne? Sondern das war mal toll, und da auch mal auch junge Speaker zu sehen, die dann einfach auch mal ihr Thema dann einfach mit reinbringen, ne? Ja, ich fand immer sehr spannend, dann zu sehen, wenn sich beispielsweise auch branchenfremde Leute getroffen haben, weil in unserer Fachgruppe Software-Test beispielsweise sind wir ja wirklich nicht darauf fokussiert, dass es jetzt irgendwie alles Leute aus der Medizintechnik sind oder aus dem Bereich Mobilität oder dergleichen, sondern da fand ich es immer spannend, wenn dann wirklich die verschiedenen Leute aus unterschiedlichsten Unternehmen zusammenkamen und dann ähnliche Probleme diskutiert haben und festgestellt haben, Mensch, so weit sind wir gar nicht auseinander. Oder ich kann ja jetzt hier beispielsweise aus der Automotive-Branche mal was mitnehmen,
was die Medizintechnik noch nicht wusste, und die Finanzbranche kann vielleicht da nochmal einen Tipp geben, wie ich in der Automatisierung vorangehe. Das hat die Leute schon immer ganz gut abgeholt und ist auch nach wie vor ein spannendes Thema. Mhm. Jetzt gibt es ja nicht nur was zum Hören und zum Sehen, sondern es gibt ja in dem Umfeld vom ASQF auch was zum Lesen, ne? Ja, der ASQF ist nach wie vor auch einer der Player, die das SQ-Magazin mit herausgeben. Das SQ-Magazin ist ja seinerzeit genau zusammen als ASQF und ISGI GmbH noch die Conquest organisiert haben. Vielleicht ist es dem einen oder anderen noch ein Begriff, eine hervorragende Konferenz zum Thema Softwarequalitätssicherung. In verschiedenen Regionen haben wir die stattfinden lassen, und irgendwann kam dann der Stefan Göricke, seinerzeit Hauptgeschäftsführer ASQF und ISGI, auf die Idee eben, dass wir ein Magazin doch brauchen, das SQ-Magazin, das es ja inzwischen auch zweisprachig gibt. Und da hat man auch als ASQF-Mitglied beispielsweise die Möglichkeit, Fachartikel einzustreuen. Und auch da wirklich eine relativ gute Möglichkeit zu publizieren, seine Ideen niederzuschreiben, zu veröffentlichen. Und da kann ich auch nur jeden einladen, der ein spannendes Thema hat, über die Redaktion unseres SQ-Magazins sich da einzubringen. Ja, also ist ja auch mittlerweile ein etabliertes Magazin, gibt es ja jetzt auch schon noch ein paar Jährchen, so wie den ASQF, und hat ja da auch seine Leserschaft, ne? Ja, sehr spannend. Also wir haben was zum Lesen, wir haben was zum Schauen und zum Hören. Also das ist doch immer ein guter Startschuss, da mal auch mitzumachen und vielleicht auch sich aktiv auch einzubringen, sei es als Speaker, als Autor oder einfach als Teilnehmer und Mitglied auf den Veranstaltungen und im Verein. Wenn du jetzt so schaust, was so die Zukunft für den ASQF noch so bringt, gibt es denn da so irgendwie ein Projekt oder eine Idee, oder wo du denkst, das werden wir, und das darf ich auch schon verraten? Naja, wenn ich erstmal an die Zukunft denke, dann muss ich vielleicht auch nochmal ein anderes Thema anreißen, was ich super wichtig finde, was dem ASQF schon immer am Herzen liegt und wo wir seit Jahren aktiv sind. Und zwar vergibt der ASQF den Förderpreis an Hochschulen und Universitäten. Und zwar seit 1999 ein Preis, der mit 500 € dotiert ist. Und das ist natürlich super spannend, wenn wir hier Master, Diplomarbeiten auszeichnen, die im besonderen Maße praxisrelevant sind und sehr gute Leistungen bieten. Das ist was ich immer wieder super finde, was auch total Spaß macht, als jetzt in meiner Rolle als Präsidiumsmitglied jungen Studenten dann eben Dank zu sagen, auch vor so einer großen Audienz, die sie dann haben. Oftmals ist es eben an so einer Diplom- oder Master-Übergabefeier, wo diese Studenten dann geehrt werden. Und das finde ich erstmal super, dass es da was gibt, um die junge Community schon zu fördern, wenn sie sich mit dem Thema Softwarequalität auseinandersetzen. Und in ein ähnliches Horn stößt der Deutsche Preis für Softwarequalität, den wir beim ASQF seinerzeit ins Leben gerufen haben, wo wir einfach wirklich Leute, die sich, oder Institutionen, die sich in besonderem Maße eben um Softwarequalität verdient gemacht haben, auszeichnen wollen. Das Tolle dabei ist wieder, deswegen sind wir ein Netzwerk, dass wir das inzwischen vergeben, zusammen eben mit der GI-TAF unter anderem, und dort eben wirklich und dem GTB zusammen schauen, was sind denn die Leute, die hier in unserer Region sich für Softwarequalität einsetzen und da auch durchaus vielleicht ein tolles Lebenswerk haben, und die zeichnen wir allzeit gerne aus mit. Ja, das ist auch, glaube ich, eine schöne Würdigung auch in der Branche, ne? Einfach, dass man das auch einfach da mal auch darstellt, ne? Dass es da auch die Personen oder Institutionen, wie du sagst, auch gibt, die ihren Beitrag da leisten, ja. Mhm. Ja, aber initial hast du mich ja auf die Zukunft des ASQF angesprochen, was es da schon gibt, wo ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern kann oder nicht. Also vielleicht ganz kurz nochmal zum Hintergrund auch. Ich bin ja derzeit als Präsidiumsmitglied mit im ASQF aktiv und darf da mitwirken und das ein oder andere auch mitentscheiden. Habe ja seinerzeit 2003 als Student dort angefangen, durfte dann nach meinem Studium dort direkt einsteigen und fest mitarbeiten, war dann auch eine Zeit lang mit einer der Geschäftsführer und jetzt im Präsidium. Insofern, ich glaube, ich habe jetzt fast alle Rollen, die man im ASQF ausfüllen kann, mal ausgefüllt. Aber was ich dir an der Stelle mitgeben kann, ist, dass die nächsten Jahre wirklich davon geprägt sein werden, dass wir gucken müssen, wie wir in der Welt von KI und testen uns eben
behaupten werden, auch in dem ganzen Branchenkomplex hier Software-Testing. Ich war jetzt letzte Woche auf der MedConf, super spannend, Berichte gesehen, wie hier die Kollegen alle schon Testen mit KI machen oder sich entsprechende Agents schreiben, die ihnen helfen, Testartefakte schon zu erstellen, diese irgendwie aus ihrem Repository, aus Altprojekten und Legacy-Code-Thematiken zusammenbauen. Und das ist einfach, glaube ich, super spannend, wie wir hier, welche neuen Möglichkeiten es da vielleicht auch gibt, da sich weiterzuentwickeln. Und das treibt natürlich auch den ASQF. Und insofern, das ist das, wo ich Stand jetzt schon vorausschauen kann. Es wird wird dann zum gegebenen Zeitpunkt eine Fachgruppe KI geben beim ASQF. Also, wie testen wir mit KI? Wie testet man KI und dergleichen? Also auch hier, wer Interesse hat, dort sein Fachwissen einzubringen, ich glaube, da haben wir ganz viel Wissen, was man zusammentragen muss. Und das wird, glaube ich, super spannend, da dann voranzugehen. Ja, also super Aufruf, dass du das nochmal hier auch sagst, weil es gibt ja immer in unserer Branche gerade auch viele, die sich gerade mit dem Thema KI und Testen beschäftigen, und das ist natürlich hier auch ein super Nährboden, da in den Austausch und in Kontakt mit anderen zu kommen, ne? Also da einfach hier mal melden, die Kontaktdaten sind alle in den Shownotes, ne? Und dann hier mal Kontakt mit dem ASQF aufnehmen, kann ich nur empfehlen, ja. Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen, und zwar, wir hatten ja das Magazin und die Events, aber ASQF bietet ja auch in Richtung Ausbildungen etwas an. Das stimmt. Der ASQF ist natürlich in dem ganzen Bereich qualifizierte Aus- und Weiterbildung auch aktiv und hat über verschiedene eigene Initiativen dazu beigetragen, dass zertifizierte Weiterbildungen auf den Markt kommen. Ich glaube, die den meisten Leuten Begriff ist der Certified Professional for Project Management, eine Aus- und Weiterbildung für Projektmanagement, ich würde jetzt mal sagen, in einem normalen Standard-Software-Projekt, wo man wirklich einfach mal ganz kurz lernt, was ist denn wichtig, wie baue ich mir meinen Projektplan auf, was ist denn Gantt-Chart oder wie auch immer, wo muss ich denn wie mit welchen Stakeholdern kommunizieren, und das ist ein toller Kurs, den ich über den ASQF oder dann eben entsprechende Trainingsprovider auch entsprechend buchen kann, wo ich ein Zertifikat erlangen kann, was dann auch einfließt in generelle Karriereoptionen, die man dann eben hat, wenn man sich weiterbildet. Der ASQF ist ja auch nach wie vor einer der Halter des QAMP, also Quality Assurance Management Professionals, nennt sich das Programm, wo ich meine lebenslange Lernhistorie hinterlegen kann und wo ich über die Zertifikate, die ich im Laufe des Lebens erlange, immer wieder nachweisen kann, dass ich eben ein Experte oder angehender Experte in dem Bereich bin. Das sind so spannende Themen. Aber auch da in die Zukunft geschaut, nochmal sehr spannendes Thema, was wir gerade aus der Taufe heben beim ASQF, das sich auch aus einer Fachgruppe entwickelt hat. Also vielleicht da auch nochmal die Genese ist bei uns so, man hat eine Fachgruppe, dann findet man ein spannendes Thema, sagt, da möchte ich was entwickeln, dann kann man eine Arbeitsgruppe gründen. In dem Fall war es die Arbeitsgruppe Secure Software Engineering, die dann über viele Jahre hinweg jetzt versucht hat, einen Lehrplan zu etablieren und auch aufzubauen und eine Schulung aufzubauen zu dem Bereich Secure Software Engineering. Das ist jetzt gerade released, der Syllabus ist abrufbar und die ersten Trainings sind buchbar, und das sind natürlich auch Sachen, die man beim ASQF machen kann und wo man sich einbringen kann. Also sehr spannend. Ich kann einerseits viel lernen, aber ich kann auch andererseits, wenn mich das schon immer mal gereizt hat, selber mitwirken, wie man so ein Zertifikat aufbaut, vom Lehrplan über wie mache ich denn so eine Prüfung, wie aktualisiere ich denn immer wieder den Lehrplan und eine Prüfung. Das ist ja nicht einfach mal so getan, dass man sich da irgendwie in 3 Abendrunden zusammensetzt, sondern das ist oftmals ein Prozess, der über 1-2 Jahre geht, bis dann sowas wirklich steht, vor allem wenn man es initial aufsetzt. Und da schon wirklich ein großes Dankeschön an die Kollegen, die das oftmals alle ehrenamtlich nach Dienstschluss noch machen und sich da hinsetzen und dann so ein Zertifikat etablieren. Also ich kann nur alle Leute aufrufen, wer sich mit dem Bereich Secure Software Engineering auseinandersetzt, da mal beim ASQF zu schauen, was es da gibt. Ja, und ist auch noch ein schönes Beispiel, wie man sich auch einbringen kann und auch mitwirken kann, weil du, wie du gesagt hast, das lebt ja natürlich auch vom Beitrag von den einzelnen Mitgliedern oder auch von Externen, dass hier das ganze Thema weiter zusammenwächst und wächst. Ja.
Ja. Es zeigt einfach wirklich auch nochmal, dass dieses Netzwerk einfach, dass es funktioniert und dass ich nicht nur mir was nehmen kann, sondern auch was geben kann. Und das ist, glaube ich, eine schöne Kombination, ja, dass ich lerne auch gleichzeitig, wie kann ich denn so ein Produkt entwickeln im Weiterbildungsbereich. Und somit bilden wir als ASQF, glaube ich, schon relativ viel ab an der Ecke, was man in der Branche braucht, um dem Thema kontinuierliches Lernen auch gerecht zu werden. Sehr schön. Ja, Felix, vielen Dank für diesen Ausflug in den ASQF. Also wie gesagt, auch ich schätze das sehr, dass ihr Partner der ersten Stunde von dem Podcast seid und immer wieder unterstützt mit interessanten Speakern, für den Podcast Interviewgäste, auch mit Reichweite und auch mit Ideenaustausch auf den Konferenzen, auf den Events. Das macht immer wieder Freude und Spaß. Und ich drücke dem ASQF und dir die Daumen, dass das weiter so ein Erfolgsmodell ist und auch weiter wächst und gedeiht. Und nochmal der Aufruf an alle Zuhörenden, dass ihr euch da mal Gedanken macht, wenn ihr noch nicht Mitglied seid, vielleicht auch dazu zu kommen, sich mal ein Event anzuschauen, mal das Magazin zu lesen, vielleicht auch eine Ausbildung zu besuchen oder sich irgendwo einzubringen in der Fachgruppe. Ich glaube, da läuft man offene Türen ein. Ja, auch von meiner Seite, Richie, vielen lieben Dank, dass wir hier die Möglichkeit hatten, uns mal zu platzieren. Wir als ASQF finden es super, dass du mit deinem Podcast auch einen hervorragenden Beitrag leistest, hier das Thema Softwarequalitätssicherung, Software-Testing und was da alles mit zusammenhängt, so in die Welt zu tragen und auch hier da aktiv dazu beizutragen, das Wissen zu teilen. Hervorragende Arbeit, die du da leistest. Danke dafür. Danke, das freut mich. Das ist immer schön zu hören, dass es nicht umsonst ist. Sehr schön. Danke, Felix, für die Zeit und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ebenso. Bis bald. Servus. Ciao.